Er hat mir Natur und das Leben der Tiere nähergebracht. Fast 30 Jahre lang war er abends zu Gast im Wohnzimmer. Expedition ins Tierreich hieß seine Sendung, die von 1965 bis 1991 lief. Heinz Sielmann, Tierfilmer, Zoologe und Publizist. Heinz Sielmann starb 2006, seine Frau Inge 2019. Die Grabstätte der beiden liegt an der Franz-von-Assisi-Kapelle bei Gut Herbigshagen. Auf dem Gut ist der Sitz der Sielmann-Stiftung. Wir sind in Südniedersachsen, im Untereichsfeld. Knapp 100 Kilometer südwestlich von Hannover liegt die Stadt Duderstadt. Etwas außerhalb stehen die Häuser der Stiftung. Wir sind hier ziemlich genau an der ehemaligen Grenze zwischen der Bundesrepublik und der DDR, im Grenzstreifen. Die Heinz-Sielmann-Stiftung wurde 1994 von Heinz Sielmann und seiner Frau Inge gegründet. Auf dem Gut werden Besucher zu einem positiven Umgang mit der Natur angeregt. Man will sie besser mit der Natur vertraut machen, man will sie für den Schutz der Natur sensibilisieren. Das macht man unter anderem mit Ausstellungen und Veranstaltungen. Rechts, das ist das Verwaltungsgebäude. Man nutzt hier die jahrzehntelang fast unberührte Natur des Grenzstreifens, um Gebiete für seltene Tier- und Pflanzenarten zu erhalten. Und hier befindet sich das Filmarchiv von Heinz Sielmann, unter anderem mit einer Ausstellung über den Tierfilmer. Titel: Heinz Sielmann, ein Leben wie im Film. Das sind jetzt die verschiedenen Gebäude von Gut Herbigshagen. Das Verwaltungsgebäude der Stiftung, Ausstellungshallen, Ställe mit Tieren, ein Café und so weiter. In der Ausstellung über Heinz Sielmann laufen übrigens einige seiner Filme in Endlosschleife. Großartig, was er hinterlassen hat. Statt nur Fotos und Texte zu zeigen, zeigt man Filmstreifen, die man bilderweise mit einer Lupe ansehen kann. Und so verfolgt man sein Leben anhand der Filme. Eine interessante Idee. 1917 in Reith bei Mönchengladbach geboren, wuchs er, seitdem er 4 Jahre alt war, in Ostpreußen in Königsberg auf. Weil er sich für die Natur interessierte, bekam er 1938 zum Abitur eine Kameraausrüstung geschenkt und er drehte dann seinen ersten Film. Auf Kreta drehte er einen Film über die dortige Vogelwelt. Nach einer Zwischenstation in London drehte er in Hamburg Unterrichtsfilme zum Thema Biologie. Dann sein erster Kinofilm, Lied der Wildbahn. Damals lernte er seine spätere Frau kennen, sie begleitete ihn fortan bei seinen Reisen, arbeitete an den Filmen mit. Sie unternahmen viele Filmexpeditionen nach Afrika, auf die Galapagosinseln, Australien, Papua-Neuguinea, in die Arktis und Antarktis. 1988 drehte er den Film an der deutsch-deutschen Grenze, darüber, dass dort fast unberührte Natur zu finden war. Heinz Sielmann, er drehte Kinofilme, hatte im Fernsehen die Reihe Expeditionen ins Tierreich, er schrieb Bücher und gab eine Zeitung heraus. 1994 dann die Gründung der Stiftung und 2003 kaufte die Heinz-Sielmann-Stiftung hier diesen Gutshof und heute ist hier ihr Sitz. Wir sind jetzt in den weiteren Ausstellungen hier auf dem Gut. Hier geht es zum Beispiel um Artenvielfalt, um Lebensräume und die Wechselwirkung mit der Natur. Wir können nur schützen, was wir auch kennen, sagte Heinz Sielmann. Und er meinte damit die Natur. Das Gut gibt es hier bereits seit dem 17. Jahrhundert. Es gehörte irgendwann der Stadt Duderstadt, die es verpachtete. Als Heinz Sielmann seine Stiftung gründete und ein Gebäude für die Einrichtung eines Natur- und Erlebniszentrums suchte, erinnerte man sich daran, dass Sielmann hier in der Nähe 1988 den Film Tiere im Schatten der Grenze gedreht hatte. Ja, und so pachtete Sielmann dieses Gebäude, später kaufte die Stiftung es. Die Stiftung betreibt ja auch einen Biolandbetrieb. Und das hier, das ist ein Schaustall. Hier gibt es Schweine, Esel und Kaninchen. Gut Herbigshagen ist übrigens regionales Umweltbildungszentrum des Landes Niedersachsen. Es ist ein sogenannter außerschulischer Lernort für Schulklassen. Ausstellungen, Streuobstwiesen, Schulbauernhof, Bauerngarten, Bienenhaus, Dammbildgehege, Biolandbauernhof, all das gibt es hier.
Etwas entfernt vom Gutshof steht auf einem Hügel die Franz von Assisi-Kapelle. Hier ist die letzte Ruhestätte von Heinz Sielmann und seiner Frau Inge. Ihre Urnen wurden hier beigesetzt. Die Kapelle wurde erst 1999 gebaut, eine Fachwerkkapelle. Franz von Assisi steht ja für ein Leben im Einklang mit der Natur und der Schöpfung, und das passt. Als Sielmann 1988 den Film »Tiere im Schatten der Grenze« drehte, hatte er die Vision eines Naturschutzgebietes entlang der Grenze. Ein Jahr später kam der Mauerfall. Heute ist man Teil des Naturschutzprojektes Grünes Band. Der Sielmann-Stiftung gehört das rund 130 Kilometer lange Teilstück mit dem Namen Grünes Band Eisfeld-Werratal. Und das da außen an der Kapelle, das ist ein Gedenkstein, der an das Ehepaar Sielmann erinnert. So, und wir schauen uns jetzt mal das Innere der Kapelle an. Hier ist der Vorraum. Wir sind jetzt wieder in der Vorhalle. Das ist das Ehepaar Sielmann und hier befindet sich auch der Grabstein. Heinz Sielmann. Was von ihm bleibt, sind faszinierende Tieraufnahmen, großartige Landschaftsbilder, die Schönheiten der Natur. Und es bleibt die Sielmann-Stiftung, die bis heute im Sinn der beiden Gründer für den Erhalt der Natur und das Verstehen der Natur arbeitet. Das war's von Gut Herbigshagen in der Nähe von Duderstadt. In diesem Sinn, tschüss.